Du hast alles falsch gemacht. Was? Dann musst du jetzt auch nicht mehr nachsalzen. Also die Suppe ist durch. Dann können wir noch Nocken machen. Ja, dann gibt es noch eine Glaskugel oben drauf. Und dort bin ich hure stark. So, ist gut für euch. Könnt ihr irgendwo rausschneiden? Das ist 3 Grad Tour. Schicken. Also was willst du jetzt da genau? Ja, wenn wir gestern die ganze Flasche aufgebraucht. Du willst jetzt gerade fragen, ob wir ein neues Fläschchen haben? Ja, logisch, oder? Ja, du musst immer gerade ab Hof kaufen, die Kräuter. Bist du unsere Kräuterfee? Ja, in dem Fall, ja, wahrscheinlich. Ciao, ich bin der Nico. Ciao. Hallo. Sandra. Noah. Ciao, Noah, freut mich. Wir haben vom Shampoo gebraucht, die ganze Flasche drin. Wir haben es gerne schaumig. Jetzt brauchen wir halt Nachschub. Also, unser schaumt dann schon mit nur ganz wenig, oder? Wir sind ja nachhaltig unterwegs und haben das hoch konzentriert. Ihr würdet eigentlich nicht die ganze Flasche brauchen. Eigentlich nicht, ja. Aber ist das der Kräutergarten? Oder wo Das ist sind wir unser da gelandet? Kräutergarten, ja. Und wir haben also tatsächlich auch 2, 3 Kräutchen, die wir aus dem eigenen Garten gerade schneiden und gerade produzieren können. Hauswurz zum Beispiel ist etwas, das wir brauchen. Hauswurz wüsste ich jetzt gar nicht, wie das aussieht. Soll ich es sagen? Ja, sehr gerne. Die Schmeckt es, wenn man dran reibt? Du mal probieren. Also kann man? Kann man, wie kann. Und du kannst es ausziehen. Du darf man? Ich siehst kann mich nicht innen, getrauen. wie es da noch so höllenfeucht ist, fast so ein bisschen Aloe Vera. Ich wollte sagen, das ist für, wenn man Kannst- ja. Sonnenbrand hat. Aber sag schnell, können wir mal schauen, also wird es hier auch produziert oder ist hier nur der Garten? Also können wir schauen, wie man schlussendlich irgendwie aus so Extrakt nachher Ja, sicher. Shampoo Ihr herstellen? könnt sogar auch eins selber mischen, wenn ihr wollt. Und dann braucht es unter anderem Rosmarin. Das ist Rosmarinblüte, das kannst du essen. Nein, das wollte ich nicht. Mal, das kannst du im Fall essen. Ich will es nicht. Ja, ja, aber du kannst... Wir grosszügig abschneiden. Du kannst dir da hinter das Ohr klemmen. Oh, schön. Das ist fein, gell? Das kannst du essen. Ja, ja, ich weiss. Das kannst du essen. Also gehen wir jetzt das weiterverarbeiten. Bevor ihr euch Wir da sind völlig, ja. dringend einschlägt, gehen wir Shampoo mischen. Wir müssen arbeiten, oder? Ja, genau. Oh, das Wir müssen Bein kommt arbeiten. nicht. Leerlauf ist nie gut bei uns. Du kannst schon von Hacken, Nico, gell? Ja, jetzt mach doch du das. Also hacken einfach so, hä? Also ich nehme es mal an, man muss aber Ja, ein schön bisschen zerkleinern, damit... ein bisschen zerkleinern, genau. Und dann ist kannst du da oben reingehen. Super. Dort Kannst du reinlesen. Richtig. Oh, schmeckt mal. So fein ist noch nie geschmeckt. So fein ist noch nie geschmeckt. Ich glaube, es ist gut. Jetzt können wir schon die Lösung rein tun. Ja, Du das bist ein bisschen tiefig unterwegs. Schau, der Noah macht noch mal eine Charge. Das ist Ich gut. habe gehört, dass du schon vorbereitet Ah, hast. ja, stimmt. Ja, das Du darfst siehst du schon ihm nicht, vorbereitet. darfst du ihm nicht zu früh sagen. Ist das die Lösung? Ja, genau. Und Schutzbrille, Hast du, ja, Nico, genau. Sag, hast du eine Schutzbrille. Schutzbrille und Händchen? Oh mein Gott. Nein, es ist Wasser, musst du jetzt erst sagen, also das müssen sie rausschneiden. Ja, kann man jetzt quasi wie anstünkeln. Und wie sagen die denn in Bern? Achenstünkeln? Genau, anstünkeln. Das habe ich jetzt von dir noch nie gehört. Jetzt sage ich dir jetzt mal, du hörst mir aber auch nicht zu. Boah. Können wir jetzt ein Jetzt könnt bisschen... ihr es rauslassen. Das Jetzt schmeckt habt schon ihr wie puren Shampoo. Rauschextrakt. Ja, das schmeckt schon nach Shampoo. Wie viel sagst du? Stopp. Du so viel, wie du willst. Los, jetzt können wir das weiterverarbeiten hier. Genau, jetzt gehen wir... Wer ein gerade Shampoo will mir mischen. erklären, was er jetzt mit dem macht, hat er gemerkt, er weiss es selber nicht. Nein, So, jetzt tun wir das wir weiterverarbeiten. gehen weiter Shampoo mischen. Also können Können wir wir noch so einen Kühl anlegen? Chef da. Ah ja, natürlich. Ja, schön. Ja, spannt sich ein bisschen. Ich kann sauber arbeiten im Vergleich zu ihm. Ah, da sind die Kittel sonst. Aber brauchen wir das nicht, oder? Ich gebe euch jetzt in die guten Hände von der Sina. Sie tut euch jetzt durchführen, wie ihr das Shampoo herstellen könnt. Ist sehr gut. Sina! Hallo, guten Morgen Hallo. miteinander. Freut mich. Freut mich noch. Ich bin Nico, Hallo, freut mich. Nico. Hallo, Du, Noah. Sina, jetzt sehe ich gerade hier für noch eine Schürze gleich auch für den Fall. Muss Das ja, ist ja, wichtig Ja, jetzt, oder? genau. Das heisst jetzt Tensidenmischung, die finde ich hier schon. Ja, das ist ja dafür zuständig, dass das Shampoo nachher auch die Haare sauber macht und schön schäumen unter der Dusche. Ah, das ist ein Schäumer. Das ist das, was wir gestern in der Badwanne hatten. Malve-Shampoo oder wir haben Kamille und jetzt dürfen wir quasi den Duft entscheiden. Genau. Was würdest du sagen, ist so normal? So In der Regel geht etwa eine Pipette. eine Pipette. Oh, Das hat eine Nico, ich Pipette. glaube, schon 5 drin. Extrakte, das ist das? Genau, da habt ihr ja schon euer... Das hast du extra. Darf ich? Genau, einfach ein Gütschli. Stopp. Ist zu viel? Viel zu viel, oder? Aber ich finde jetzt meine Farbe eigentlich schöner als deine. Ja, wir haben noch Farbe da, gell? So. Ah, ja. Und noch. Wenn ich grün will, mische ich was? Dann würde ich Blau-rot. mehr Gelb nehmen und dann tröpfchenweise Blau dazugeben. Und dann siehst du relativ rasch, dass es grün das ist wird. jetzt- Oh, Das das finde ich eine schöne Farbe bei dir. Olivenöl grün. Also mir Das gefällt ist es so. speziell. Dann ist super. Es sieht mal appetitlich aus.
Ich tue mich, Was man von deinem nicht behaupten kann. ich tue mich hier am Kanton anpassen. Hier ist ja das Motto Erdbeere. Kommt das so in Verkauf? Wenn es nach Erdbeere aussehen, weniger. Bin ich gerade ehrlich. Sieht nicht nach Dann Erdbeere gehen wir aus. voll rein. He? Hast du schon noch mal ein bisschen. Sagst Stopp? Stopp. Also das färbt Ist sicher auf vielleicht die nachher Haare. noch so ein bisschen schöner Ja. Schimmer in den Haaren duschen. Dann der nächste Schritt, den pH-Wert einstellen. Dann auch wieder gut rühren. Und nachher dann wir mal den pH-Wert messen mit den Messstreifen, die wir hier haben. Das sind die da. Genau. Dritt unten. Wie sieht es bei dir aus? Sehr gut. Einmal umkehren. Also, Ja, perfekt. He? super. Ja. Ja, das ist auch super. Super. Dann kommt eigentlich noch der letzte Schritt zum Verdicken vom Shampoo. Das wäre das Salz, genau. 8 Spatel. Jetzt weiss ich nicht mehr, wie viel ich schon habe. Du das nicht die Haut auch austrocknen, Salz? Sicher. Nein, das verdünnt sich recht gut vom Shampoo, das ist kein Problem. Oh ja, es liegt schon ein. Bei mir deckt da gar nicht. Kann vom Extrakt kommen. Aber von der Farbe vom Extrakt, du hast alles falsch gemacht. Was? Dann musst du jetzt auch nicht mehr nachsalzen. Also der Suppe ist durch. Also ich bin mega happy. Schau mal. Warum? Also es ist doch genau gleich wie bei mir. Ist schon ein Unterschied. Also wenn du es runterlaufen lässt und du es runterlaufen lässt. Komplett etwas anderes. Ja, bei dir musst du jetzt wird nachher hier mit noch Pfeffer würzen, damit es nicht Da noch wird. gerätet. Aber schau jetzt Soll ich hier. das abfüllen irgendwo hin? Wir werden es euch heimschicken. Und zwar schauen wir jetzt zuerst noch mal schauen, dass vom pH her auch wirklich alles ganz genau passt und auch von der Viskosität. Und dann können wir dann das ganz personalisiert mit heim. Oh, ich freue mich extrem fest. Super. Merci vielmals, danke Sina. vielmals. Mega spannend gewesen. Hat Merci. sehr Freude gemacht. Dankeschön. Ciao. Und dann Hat viel mich gefreut. Spaß unter der Dusche. Merci. Jetzt mal raus, müssen wir wieder mal in die Karte hineinschauen, gell? Ja, schauen wir im Auto. Nächste Station Mammertsberg. Silvio German, Mammersberg, 2-Sterne-Restaurant. Also ich weiss nicht, vielleicht gibt es dort noch irgendein anderes Restaurant, aber ich glaube schon, dass wir zum Silvio gehen. Komm, wir holen noch schnell ein paar Erdbeeren oder so. Hat ja überall hier. Ja, stimmt. Mit leeren Händen ist nie gut. Also wir holen ein paar Erdbeeren, dann gehen wir mal bei ihm anklopfen. Da, das ist alles Erdbeere. Hofladen, perfekt. Grüß dich. Hallo miteinander. Wir Hallo. gehen zum Silvio German. Wir brauchen die frischesten und die besten Erdbeeren, die du hast. Ja, dann gehen wir am besten ins Feld und dann zeige ich euch, wo es ganz frisch sind. Nimmst zuerst einmal einfach die schön roten. Ja. Und dann gehst du daher mit dem Zeigefinger hinten, mit dem Daumen vorne und nimmst so seitlich weg. Ja, das ist jetzt gut, aber du hast einen zu langen Stiel. Jetzt kannst du mal das Gitter ablegen. Du willst das Gitter füllen, nicht die Hand. Wir füllen die Schalen so, dass die roten Spitzen nach oben schauen. Jetzt könnt ihr loslegen. Du bist hervorragend. Also wir machen das Battle, Nico, wer schneller 2 Schalen gefüllt hat. Das ist wirklich verdammt gut. Ich habe noch nie so gute Erdbeeren gegessen. Du bist ja so weit, hä? Ja, also ich jetzt gerade Feierabend. Aber es macht nur Spass. Gibt es da so Sommerjobs, wo man vorbeikommen kann und auf das Kilo gezahlt wird? Ja, ich glaube, du darfst kommen. Schon? Du bist jetzt schon schneller wie dein Kollege. Das hier sind dann nicht 500 Gramm, mein Lieb, gell? Schau die Farbe vor. Hallo. Das ist perfekt Erdbeere. Da. Und gegen auflegen. Ja, Weißt ja. du, was ich meine? Tag ein, Tag aus. So, so geht es mir jeden Tag. Eben. Ja, wir hätten auch ein besseres Fingerspitzengefühl. Aber dein Kollege lässt gerade ein bisschen viel fallen. Also ich würde sagen, du hast schon aufgeholt in der Qualität. Ja, das habe ich für die Kamera gemacht. Ja, also komm jetzt, hey. Sorge haben. Backofen, da kommt noch meine letzte. Ja, noch eine ganz schöne Schale. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Also weißt, bei mir sieht das nach 500 Gramm aus. Gratuliere. Das hat mich wirklich überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass du so arbeiten kannst. Zusammen sind wir stark. Zusammen sind wir stark. Jetzt würde ich sagen, haben wir etwas für den Silvio, oder? Können wir nicht mit leeren Händen 5 Kilo Erdbeere frisch geerntet vom Hof. Sile! Alter Freund, ich muss jetzt schnell abstellen. Dann können wir nicht mit leeren Händen. Hoi. Hä? Wie geht's? Ja, gut. Sile, hoi, wie geht's dir? Sehr gut. Hast du gut? Crazy, Ja, Mann. tipptopp. Ja, Ja. wir haben etwas mitgebracht. Geil. Hast du Hunger? Vom Thurgau hoffentlich. Ja, 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 handgelesen von uns. Ja, gut. Vom Sonnenhof. Machen wir nachher etwas, oder? Was macht ihr, Freunde? Ja, was machen wir? Ja, also ich habe mal ein mega feines Glas da. Vielleicht ein bisschen Zitronenabrieb oder so. Oh ja, schön. Will das der Nico schon mal vorbereiten? Dann kannst du es halbieren, noch ein bisschen Saft reingeben. Ist gut so für dich? Ja, ist gut. Ja, braucht ein bisschen Zitronenwerbe. Ich könnte jetzt zusammen fertig machen und ich anfangen mit Lunch. Kein Fall, nein. Jetzt brauchen wir nur noch ein Teller, ein Schüssel. Und dann können wir noch Nocken machen. Ja, dann gibt es noch eine Glaskugel oben drauf. Und dort bin ich hure stark. Eben, siehst du. Sile, ist das too much, wenn ich da schon drauf gehe? Nein, kann man schon ein bisschen... Oh. Jetzt ist schon zu spät, jetzt hast du schon drauf. Jetzt ist eher so mein... Meine Küche, deine Küche, ja, sag's ruhig. Oh, hure schöne Nocken.
Gratulation! Danke dir. Jetzt mache ich auch eine. Komm dich da, mein schmilzt. Und deine Nocke ist schön, warte schon. Ja, ist doch jetzt egal. Das ist so schön. Ich forme meine echt von Hand. Willst du sagen, welches schöner ist oder ist es überflüssig, fast zu bewerten? Ich kann meine Nocke noch nicht retten, indem sie da noch mit Blumen arbeiten. Ich glaube, es ist okay, wenn wir es einfach so stehen lassen. Oder? Ich serviere euch das und ich bringe noch einen Kaffee, ist gut? Merci vielmals. Sille. Vielleicht nur Mach noch schnell. Aber ich finde, kann ich echt meine Blumen auch essen? Ja. Die kann man essen? Kannst du essen, kannst alles essen. Ja, zum merci Bierli. vielmals. Vielmals. Meins ist so gut. Wow. Ostschweiz. Kulinarisch. Hätte ich nie erwartet. Nächste Reise schon gleich. Herbst. Jura fände ich noch geil. So Jura, Murten, Neuenburg. Wenn ich ehrlich bin, spielt es beim Fall gar keine Rolle. Da kommen sie zusammen in die Badwanne. Also, in dem Fall Hotel, ja. treffen wir uns im Herbst wieder. Ist gut. Und bis dort muss man nicht anrufen, das ist gut. Und wenn wir uns sehen in der Stadt, schaust du den Boden. So, ist gut für euch. Könnt ihr irgendwo rausschneiden? Habt ihr irgendwo eine Sendung gefunden? Was mich noch Wunder nimmt. Hast du den Kanal abonniert? Schon ewig. Schon ewig, gell? Ja, ich eben auch. Also wer den Kanal nicht abonniert hat, wäre ja wirklich cringe, würde Gen Z sagen. Der bekommt lebenslanges Internetverbot. Ja. Würde mein Vater sagen. Ich glaube, sogar meine Großmutter im Himmel hat ihn abonniert.